Okay. Nach Churston. Hübsch, hübsch, hübsch erstmal, ne? Oh je. The victim is called Sir Carmichael Clark, one of the best throat specialists in London. The body was still warm when we found it. If we'd been warned earlier, we definitely could have saved him. It appears that the murderer made a mistake when he wrote his letter. A mistake? Lucky for him. And what if he did it on purpose? No. He's defined his madcap rules and he's sticking to them. It's a matter of pride for him. Shall we go up to the house, Poirot? Erstmal You go, hier my umsehen, friends. oder? I will come soon. Die Möwe im Hintergrund. Eieiei. Aber eigentlich sehr hübsch da. Sie haben eine Trophäe gewonnen, im Marshall-Schnurrbart. Oh. Was ist das eigentlich für ein Name, Carmichael? Das ist irgendwie seltsam, oder? Aber sehr hübsch hier. Sehr, sehr hübsch. Gucken wir mal. Pensionierter Arzt, Spezialist für Halsbeschwerden. Und der ABC-Guide. Und bei C. An ABC guide. The murderer's customary signature, covered in blood this time. Sir Carmichael's throat was cut. It's a clean incision, a professional murder. Mich wundert, dass jedes Mal die Herangehensweise anders ist. Apart from the wound to the throat, the body is untouched. No cuts, no bruises. Apart from the wound to the throat, Oh, the gravel on the path has been sprayed with blood that covers a conical-shaped area, which starts at the body and becomes wider as it moves further from the bush. normalerweise ist ja die Art des Mordes recht ähnlich, so dass Leute zum Beispiel immer durch Erwürgen umbringen. Aber wir haben jetzt einmal stumpfe Gewalt auf den Hinterkopf, einmal erdrosseln und einmal Kehle aufschlitzen. Also sehr, sehr unterschiedlich. Jab has emptied the victim's pockets and has laid out their contents on this piece of wax cloth. Ein Siegelring, wie es aussieht? Ja. A signet ring, very probably with the Clark family's coat of arms. Ein Geldbeutel, der noch Geld hat, also wieder kein Raubmord. Passt auch wieder zum Rest. Nothing appears to be missing from this wallet. Eine Taschenuhr. An Stehen oriental geblieben. dragon. It's an old piece, much older than the pocket watch on which it was fastened. Ist sie stehen geblieben bei der Tatzeit? Ist sie kaputt gegangen? Konnte man jetzt nicht so wirklich sehen. Bewegt sie hat sich, glaube ich, nichts. Weil das wäre natürlich amazing, so den Tatzeitpunkt zu wissen. Hier so ein Schlüsselkit, so ein Werkzeugkit. Nee, Schlüssel tatsächlich. It is pointless. Kein Motiv. Aber ein Kaninchenloch. Er hätte ihn auch einfach von der Klippe stürzen können. Aber dann hätte er den Guide nicht mehr so gut platzieren Is können, ne? very calming. The sight is exceptional. It is easy to imagine that Sir Carmichael used to enjoy stopping here every evening. Ja, ist schon sehr schön, muss man tatsächlich sagen. Sehr, sehr hübsch. Dann haben wir hier den Busch noch. The body is just in front of a bush, one of the only bushes in the surrounding area. Vielleicht hat sich da jemand versteckt. Hier ist was plattgetreten an The Gras. vegetation behind the bush has been trampled. Let us now try and get our brain cells to work. Er ist spazieren gegangen und jemand hat ihm aufgelauert, würde ich sagen. So.
Der Strauch. Komische Form und die Verletzung. Sir Carmichael drehte dem Strauch den Rücken zu. Sir Carmichael had his back to the bush when the killer cut the throat from behind. A fatal blow that sprayed blood over a range of more than 1 meter. Let us now try and get our brain cells to work. Hat Sir Carmichael seinen Mörder gesehen, würde ich nicht sagen. Der hat ihm aufgelauert. Sir Carmichael ist gestorben, ohne zu sehen, wer ihn geschlagen hat. Na, was heißt geschlagen? Die Kehle. Oh, schöne Kirche da im Hintergrund. Have you finished, Poirot? Chief Inspector, many questions remain unanswered, but I am certain of one thing. The killer has prepared his crime very carefully. Quite right. He must have known Sir Carmichael's movements well to plan such an attack. Diebstahl auf keinen Fall. The murderer struck with terrible savagery. Yes, blood flowed. It's the first time he's attacked a man. He armed himself accordingly. Have you spoken to the victim's family, Chief Inspector? I've spoken to the brother, Franklin Clark. I didn't get much out of him. He's yours. I must get the body removed. Okay. Gut. Der wird wahrscheinlich im Haus warten, ne? Den Opfer des Bruders befragen, den Bruder des Opfers befragen. Sehr schöne Kirche im Hintergrund. To be honest, this inspector seems rather obtuse. I'm counting on your friend Poirot to catch my brother's murderer. Ah, here he is now. Please, Mr. Poirot. Mr. Poirot, this is my brother's secretary, Miss Thora Gray. Pleased to meet you, Mr. Poirot. Would you like some tea? No, thank you, mademoiselle. I find it hard to digest. Kann man den Tee schlecht vertragen? Und gut, gucken wir uns die beiden mal an. There is something very viril about him. Okay, anscheinend ist das nicht auffällig, wie er da hier rumfuchtelt. In seinem Blick auch nicht. Breite Schultern. There is something very viril about him. Ja, das sagtest du bereits. Irgendwo hier. There is something very viril Ja, about him. weiß ich, was jetzt noch männlich an ihm sein soll. Muckis oder was? Der Blick. Komisch gerade. Man sieht ja eigentlich, wo es dunkler wird, aber hier waren wir ja auch schon. There is something very viril about him. Die Wangenknochen hier? Er ist ganz komisch gerade. Hallo? Seht ihr das? Wie das dann dunkler wird und dann wieder heller? Ich glaube, das ist etwas sehr Männliches an ihm. Bin mir aber nicht ganz sicher. There is something very viril about him. Mann. Ich weiß aber nie, was das Problem ist, warum es gerade nicht mehr geht. Treff wieder den falschen Pixel, Leute. Gebräunter Teint. Ach, ich weiß auch nicht, ne? Manches ist schwer zu Clark is an treffen. adventurer, the sort of man that women like. Ist das so? There is something elegant about her. Brosche. Ohrringe? Nee. Dezentes Make-up? Weiß ich ja nicht. She has good taste.
Except perhaps in a choice of jewelry. Was? Diese tolle Drachenbrosche? Please excuse me, I have to take care of Lady Clark. Gut. It is not the right time. Aber ich will Kekse. Ich muss gucken, ob hier irgendwo ein Spiegel ist. Hastings does not like very hot tea. He's going to blow on his cup for a good while before drinking. Okay. Dann quatschen My wir mal mit brother's ihm. wife is gravely ill. You will probably want to question her, but I fear that it won't be possible today. Okay, dann befragen wir dich. Wir beschuldigen Lady Clark am Sprechen zu hindern? Nein. Of course, I understand. Someone set a trap for your brother. Who was familiar with his habits? Everybody knew he took his evening walk at 8:30, and that he always followed the same path. And did people of the village know Sir Carmichael's habits? I don't know. It's possible. What were you doing last night? After dinner, I went to my bedroom. At 11 in the evening, the telephone rang. It was the police. I went to look for my brother. Was it a dark night? It was a new moon. I took a lantern. So it was you who found the body. Yes, along with the gardener. Oh, der Have you seen any Gärtner. Oh, strangers weh. around the house recently? No. As far as I know, nobody has been near the house. Miss Clark. Oh, Lady Clark must have fallen from her chair. I have to help Miss Grey get her up. Okay. Können wir ein bisschen herumschnüffeln. Hastings, while our host is gone, let's examine the drawing room. Sehr gut. But, Poirot, a gentleman shouldn't... I take full responsibility. All you have to do is to leave the drawing room door ajar and let me know if anyone is coming. Sehr gut. Okay. Jetzt aber Kekse. Ich möchte Kekse essen. Dragon, dragon, dragon. Sir Carmichael showed himself to be very consistent in his collection's theme. Stimmt. A turtle. Noch mehr Drachen? It is an emperor. His place at the center of the table is probably symbolic. A crane? Oh, das brauchen wir doch bestimmt wieder für irgendein Rätsel, oder? A dragon. Drache, Kranich, Schildkröte und Löwe, A Tiger? tiger. Tiger. Com-size private collection purchased since 1920. Comside's private collection. Purchases since 1920. The catalogue for Sir Carmichael Clark's collection. I'm not going to leave now. Wo soll ich denn hingehen? Ich will mir das Bild angucken. Ich muss gucken, ob ich mich in der Vitrine spiegeln kann. Das sind auf jeden Fall Sachen, die gesammelt wurden. Ein Löffel. Compass, point to the south. Huch. Bronze and magnetite. Han Dynasty, circa Das sah aus wie so ein 210 Löffelchen BC. auf einer Purchased in Hong Kong einem Teller. 1935. Huch. Das ist Kunst. Upsi. Okay, sehr viel mehr ist hier nicht. Dann haben wir noch eine zweite Vitrine. There are some very valuable objects here. Dann haben wir noch eine Karte. Traditional Chinese map. Facsimile. South is on the top of the map. Okay.
Wieder Drachen? Sir Carmichael's collection could rival that of a major museum. The interior is richly decorated. Eine Teezeremonie-Szene? Dragon, dragon, dragon. Sir Carmichael showed himself to be very consistent in his collection's theme. Genau, das durften wir ja schon feststellen. Dann haben wir hier noch diesen Nachttisch und das Sekretär. Kommt doch jetzt wieder ein Rätsel, oder? It's locked. Verdammt. Aber vielleicht ist da ja ein Schlüssel. Das kommt mir bekannt vor, irgendwie das Bild da rechts. Okay. The cardinal points. This book could maybe help me. Each cardinal point is associated with one animal and one color. In the middle sits the imperial dragon, and out of respect, all the others are turned towards him. Ah ja, das hatten wir ja eben schon. Each cardinal point. Turtle, the dragon, the crane, and the tiger. I think I've already seen this motif somewhere. Ja, auf dem Tisch. Aber ich verstehe das hier nicht so ganz. Okay. Interesting. Und wie bewegt man die? Wir müssen jetzt auch in eine bestimmte Richtung. Ah, okay. Ist die Richtung? Alle sind ihm zugewandt mit dem Kopf, oder was? Aber welche Farben weiß ich noch nicht. Das muss ich noch mal gucken. Mit dem Guide zusammen. Noch mal eins zurück. Ist hier sonst noch was? Nee. Okay. Aber die Tiere können wir gar nicht verschieben, oder? Schwarz, blau, rot, weiß. Ist es hier weiß? Zählt das als weiß? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aha. Oh. Die kann man auch umdrehen. The position of each motif is correct, but they are not turned the same way as on the table. Oh. The position of each motif. Ah. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Das müssten wir am Tisch angucken. Da müssen wir nochmal zurück. Ich hoffe, es resettet sich dann nicht. Ah, nee, das will ich aber nicht. Ja, aber das ist doch blöd jetzt. Ich weiß doch nicht mehr, wie die jetzt zugewandt waren. Hat das mit dieser Südansicht zu tun? The position of each motif is... Rastet das ein, wenn es richtig gedreht ist? Nee, ne? Weil es hieß doch, sie sind ihm alle zugewandt. The position of each Ja. motif is correct. Ah, der Punkt muss bestimmt in die Mitte, oder? Nicht? Vielleicht braucht man dafür dann den Tisch. Verdammt, also unten war die Schildkröte. Das ist ärgerlich, dass ich das jetzt nicht mehr weiß. Vielleicht ist es hier unten nicht auch doch... Da ist aber noch ein schwarzes hier drüber, ne? I think I heard a bang. Oh, Could it be this cupboard? huch. This is interesting. Yes, wir haben's. Sehr gut. Kindermessersammlung und da fehlt eins. These daggers are only ceremonial weapons. I do not think that a crime weapon is here. Aber es fehlt doch eins. Ernest Logan, MD, Brighton Cancer Institute, 201 Dusk Road, Brighton, Sussex.
to Sir Carmichael Clark, MD, Comsite Churstone, Devon. Brighton, 1935, January the 5th. As a man of science, I owe it to you to be completely frank. Lady Clark, your wife is suffering from a generalized terminal cancer. No. I confess I didn't suspect anything like that during the first exams. But with the test results I have received today, there is unfortunately no place for doubt. I estimate that Lady Clark's life expectancy is no more than 1 year. Hospitalization would not help in her case, so I advise you to keep her at home and provide her with as much morphine as required to ease her last moments. Yours sincerely, Ernest Logan. Oh, damn. Here's Miss Gray. Sorry to keep you waiting. Lady Clark's condition requires regular care. I believe you want to ask me a few Der questions. Schrank einfach im Hintergrund noch auf. Indeed, mademoiselle. Aber wir This haben porcelain is keinen... remarkable. Is it old? It's about 3 centuries old, I believe. Wait, let me find the reference. Haben wir eigentlich hier sein Schlüsselding mitgenommen? Nee. Wir haben keinen Schlüssel dafür gefunden. Jetzt können wir sie wahrscheinlich nochmal angucken, nehme ich an. It is now the right time. Ja, mach weg. She appears to be very flustered. Komm, ich muss den Pixel finden. Just a minute, please, Mr. Poirot. Ja, ja, ja. She's unable to hide her emotion, and her makeup has been disturbed. I think that this young woman has just been kissed. Ach ja. Der Bruder von unserem Opfer und Here? sie. Teapot with black dragon, Gangshi period, end of the 17th century. It is a rare piece with unusual colors. You have a good knowledge of art history. Acquired while working with Sir Carmichael. I used to help him manage his collection and choose his new acquisitions. Das ist ja peinlich, auf einen älteren Mann zu arbeiten. Was ist das denn? Did you have a good relationship with your employer? He treated me well, and I am sorry for his death. Have you seen any strangers hanging around in the past few days? No. Nobody has been near Comside. What were you doing yesterday evening at the time of the murder? I was sleeping. I was woken by the telephone at 11. I heard Franklin Clark speaking with the gardener. They left with some lanterns and they found the body. Sollen wir sie einfach fragen? Am I right thinking that something is going on between you and Franklin? How dare you ask me such a question? Mademoiselle, it is difficult to hide things from me. He kissed you earlier, did he not? My goodness, with Sir Carmichael's death, I was feeling so awful, so worried. I was unable to resist. Ei, ei, ei. I am not judging you, mademoiselle. Miss Gray, if I may be so bold, please do not take offence. My friend has rather unusual methods, but all he wants is to find the murderer. Yes, I understand. I must rest. Please excuse me. Huch. Earlier, you asked me to watch the living room door for you. I don't wish to be indiscreet, but sometimes a gentleman stumbles upon a secret without intending to. Oho. That is sometimes the case. And I saw Franklin Clark kissing Miss Gray at the foot of the stairs. Do you think this is a common occurrence? No, I saw emotion, intensity. I think it was their first kiss. Okay. Well done, mon ami.
Well spotted. Interessant. However, I don't think I completely understand this business. Why did Sir Carmichael not defend himself? He appeared to have been active and strong. The murderer did not give him a chance. Let us try and reconstruct the scene. Okay, Rekonstruktion wieder. Sir Clark is taking his customary walk. Our killer is hiding behind a bush. Er wartet noch. The old man walks quietly along the graveled path. Bewundern? Achso, der bewundert die Aussicht. Then he turns towards the sea to gaze at it. Jetzt angreifen. Von links oder von rechts angreifen? Boah, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Hier kann nicht sein, dass ein Fehler passiert. Aber hat man das an irgendwas gesehen? Wie das Blut spritzt? Ich würde sagen von rechts mit der rechten Hand, damit das Blut nach hinten spritzt. Das kann auch falsch The killer sein. leaves his hiding place on the right-hand side. He approaches silently over the grass. Then he throws himself on his prey and cuts the poor man's throat. He then lays down the ABC before leaving. Everything appears to match the crime scene, Monsieur Hastings. That is exactly what happened. Vielleicht ist es ja auch eine Frau, der Täter. Die Täterin dann in dem Fall. Und wer bist du? Oh, just a minute. I'm getting dressed. ABC, Alexandra Bonaparte. Oh, er ist es. Mr. Kirst, have you recently returned from Churston? Yes, yes. Indeed I have. Have you seen the papers? And to think that you might have rubbed shoulders with the killer. Imagine that. Mr. Kirst, are you all right? You don't seem well. My apologies. My throat is burning and my head feels heavy. It's ever since the war, you know. Since my injury, my head has never been the same. Eieiei. Alexander Bonaparte Kast.